Hallo, hier ist Muho aus einem herbstlichen Osaka. Und in diesem Video soll es um Viktor Frankl gehen und die Frage, hat das Leben einen Sinn oder ist es so, wie der Muho behauptet, sinnlos oder deshalb schön? Oder vielleicht doch eher so, wie Viktor Frankl vielleicht sagen würde, man erkennt die Schönheit des Lebens erst, indem man ihm einen Sinn gibt. Der Name Frankl ist auf diesem Kanal schon einige Male gefallen, wurde auch in der Kommentarspalte immer wieder erwähnt. Ich habe ihn zum Beispiel in einem Video vor 2, 3 Jahren erwähnt, als ich nach Buchtipps gefragt wurde. Und eins der Bücher, das ich jedem sehr empfehlen kann, ist Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, sein vielleicht bekanntestes Buch. Aber es gibt noch viele andere Bücher von ihm und ich kann sie eigentlich alle empfehlen. Zunächst mal, weshalb glaube ich, dass Viktor Frankl wichtig ist? Weshalb ist er für mich wichtig gewesen und weshalb glaube ich, dass jeder ihn kennen sollte? Laut Wikipedia war Viktor Frankl ein Neurologe und Psychiater. Er selbst hat sich im Titel seines ersten Buches Psychologe genannt. Er wurde 1905 geboren und lebte in Wien. Er war allerdings Jude und kam dann gemeinsam mit seiner Familie ins Konzentrationslager. Seine Eltern und seine Frau starben im Konzentrationslager. Er hat es überlebt und sein erstes Buch, das zunächst mit dem Titel Erfahrung eines Psycholog ohne E hinten im Konzentrationslager und dann 1982 mit dem neuen Titel Und trotzdem Ja zum Leben sagen aufgelegt wurde. Ne? Da beschreibt er diese Erfahrung. Und ich glaube, man kann sagen, eine Sache, die ihm geholfen hat, das Konzentrationslager zu überleben, war, dass es ihm im Leben nicht einfach um das nackte Überleben ging, sondern er hatte einen Sinn im Leben gefunden. Zum Beispiel, er hatte sich in seinen Mantel das Manuskript eines Buches genäht, an dem er schrieb. Und da war natürlich für ihn auch der Wunsch, ich will irgendwann, wenn ich hier rauskomme, dieses Buch veröffentlichen. Ne? Also er hatte sein Leben in den Dienst dieses Buches gestellt, der vielen Dinge, die er noch lehren wollte. Und dann später nach dem Krieg wurde er zum Vater, zum Begründer der Logotherapie. Eine Form der Psychotherapie, die den Klienten hilft, Sinn im Leben zu finden. Oder genauer genommen könnte man sagen, es geht nicht darum, diesen Sinn zu finden, sondern ihn selber zu stiften. Es geht darum, seinem Leben Sinn zu geben. Und Frankl sagte, es gibt da grob gesagt 3 verschiedene Arten und Weisen. Eine Weise, dem Leben Sinn zu schenken, ist schöpferisch sein. Der zweite Weg ist Erfahrungen sammeln, etwas erleben. Und der dritte Weg, Leiden. Auch durch das Leiden kann man seinem Leben einen Sinn geben. Aber darauf will ich vielleicht später noch zurückkommen. Zunächst mal ein Kommentar, der vor über einem halben Jahr unter einem Video gepostet wurde. Das hatte den Titel Ist nicht der Alltag schon Praxis genug? Und da zitierte jemand den Viktor Frankl mit den Worten: Es kommt nie und nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben. Vielmehr lediglich darauf, was das Leben von uns erwartet. Und ich werde in die Videobeschreibung einen Link setzen zu einer Seite im Internet, da kann man dieses Zitat und einen ganzen Haufen andere wichtige Zitate vom Frankl finden. Ich kannte dieses Zitat noch nicht, aber es geht in dieselbe Richtung von vielem anderen, was Frankl sagt. Zum Beispiel das nächste Zitat finde ich persönlich noch einfacher verständlich. Die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen. Das Leben ist es,
das Fragen stellt. Das ist ein Zitat, das mir persönlich viel gegeben hat. Denn für mich war es immer schon als kleiner Junge diese Frage, welchen Sinn hat das Leben überhaupt? Warum bin ich hier? Für mich fühlte sich das so ein bisschen an, als hätte es irgendwann mal an der Tür geklingelt. Ich mache auf, da liegt ein Paket vor der Tür. Aber da steht nicht, von wem das ist, kein Absender. Ich mache das Paket auf und da ist irgendwas drin, ne? Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und die Metapher steht natürlich für das Leben, ne? Plötzlich stelle ich fest, ich bin dieser Olaf, der 1968 in Berlin geboren wurde. Aber warum? Warum bin ich dieser Olaf? Warum dieses Leben? Ich weiß nicht warum, ne? Und in dem Paket ist keine Bedienungsanleitung. Und man wünschte sich, da wäre noch eine Telefonnummer vom Kundenservice und da könnte man anrufen und der Kundenservice würde einem erklären, warum man dieses Paket geschickt bekommen hat und was man damit anfangen soll. Aber es gibt diesen Kundenservice nicht, ne? Du fragst vielleicht die Eltern, warum habt ihr mich geboren? Und ich weiß nicht, wie Eltern da normalerweise darauf antworten, ne? Aber unter Umständen sagen sie dir, ja, wenn es dir nicht gefällt, ne? Pack deine Koffer, verschwinde, ne? Wenn es dir bei uns nicht gefällt. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht so sehr, sondern es geht halt darum, ja, warum bin ich überhaupt da? Ne? Und nach meiner Erfahrung, die Lehrer in der Schule erklären einem das auch nicht. Der Pfarrer in der Kirche verrät es einem nicht. Ne? Vielleicht wird er einem sagen, das ist ein Geschenk von Gott und deshalb ist dieses Leben wertvoll. Ne? Aber warum meldet sich dieser Gott nicht bei mir? Ne? Es wäre schön, wenn man da eine Hotline hätte und könnte den Gott dann fragen, ja, und warum das Ganze? Ne? Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich manchmal so fühlt. Ne? Warum das Ganze? Welchen Sinn hat das? Und der Viktor Frankl spricht da von einer kopernikanischen Wende. Bis dahin ist man immer so in der Rolle des Suchers. Ich suche nach einem Sinn. Und man erwartet die Antwort von drüben sozusagen, vielleicht vom Leben selbst. Wenn sich Gott nicht meldet, irgendjemand im Leben muss einem doch verraten, welchen Sinn das hat. Ich habe ein Recht darauf zu wissen, woher dieses Paket kommt und was ich damit anfangen soll. Ne? Und Frankl sagt, änder die Blickrichtung. Du bist der, dem die Frage gestellt ist, was fängst du an mit dem Paket? Wie willst du leben? Frag nicht das Leben, welchen Sinn es hat, sondern das Leben fragt dich, welchen Sinn willst du mir geben? Und diese Wende hat auch ein bisschen was von John F. Kennedy. Ne? Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag dich, was du für dein Land tun kannst. Ne? Also du hattest bis dahin immer das Gefühl, da muss doch noch was kommen vom Leben. Und plötzlich merkst du, nein, ich muss noch was geben. Und je mehr ich gebe von mir an mein Leben, desto sinnvoller fühlt es sich an, desto erfüllter fühlt es sich an. Und wenn ich immer wieder auf diesem Kanal frage, ne, kommt nicht mit euren Fragen zu mir und erwartet die Antwort vom Muho, sondern stellt euch eurer Frage. Meine ich sowas Ähnliches wie der Viktor Frankl mit der kopernikanischen Wende. Ne? Nicht du bist es, der dem Leben Fragen zu stellen hat, sondern das Leben stellt dir eine Frage. Stell dich der Frage. Dann möchte ich hier noch 2 Zitate mit euch teilen. Das nächste Zitat lautet: Wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt.
Bei diesem Zitat werden die Buddhisten unter uns wahrscheinlich an die Parabel von dem Giftpfeil denken. Also die erste Wahrheit im Buddhismus ist ja Leiden. Ne? Wir leiden. Und auch die Geburt in diese Welt ist schon Leiden. Altern, Krankheit und Tod sind Leiden. Und der Buddha vergleicht das mit einem Giftpfeil, von dem man getroffen wird. Du bist von einem Giftpfeil getroffen und manche Leute würden sich jetzt vielleicht fragen, ja, was ist das für ein Gift? Woher kommt dieser Pfeil? Woraus ist der Pfeil gemacht? Wer hat ihn geschossen? Und der Buddha sagt, ne, es kommt nicht darauf an, was das für ein Pfeil ist oder was das ist, woran man leidet, ne, sondern wie entfernst du den Pfeil? Das heißt, der Frankl sagt das hier nicht, aber er könnte auch noch hinzufügen, es ist auch nicht die Frage, warum man leidet. Ne? Es geht nicht um den Grund des Leidens, sondern es geht darum, ja, der Buddha würde sagen, wie man den Pfeil entfernt aus dem Körper. Frankl sagt etwas anderes und ich finde das interessant. Er sagt nicht, es geht nicht darum, wie du dich aus dem Leiden befreien kannst, sondern wie du leidest, welche Einstellung du hast gegenüber dem Leiden. Frankl war Jude, ne? Aber ich glaube auch ein bisschen geprägt von dem christlichen Gedanken. Es gibt ja dieses Zitat im Neuen Testament, sinngemäß sagt Jesus da, wenn du mir folgen willst, gib dich vollkommen auf. Lass von allem los, nimm dein Kreuz auf dich und dann geh mir nach. Dieses nimm dein Kreuz auf dich. Anstatt zu sagen, ja, warum? Warum muss ich dieses Kreuz mit mir rumtragen? Ne? Ich will es auf mich nehmen. Das ist mein Kreuz. Wenn ich es nicht trage, kein anderer. Und ich glaube, das meint Frankl, wenn er sagt, man kann dem Leben selbst durch Leiden Sinn stiften. Und jetzt möchte ich anfangen, auch so ein bisschen darüber zu sprechen, warum ich in letzter Zeit weniger über Frankl spreche, ihn weniger häufig zitiere. Ich habe ihn zum Beispiel noch in meinem ersten Buch hier, das im Rowohlt Verlag rausgekommen ist vor über 15 Jahren, im 8. Kapitel mit dem Titel Wie leben. Da habe ich ihn sehr ausführlich vorgestellt. Und in letzter Zeit spreche ich weniger häufig über Frankl, ne? Sondern ich sage zum Beispiel, vor 2 Jahren habe ich das im SRF, im Schweizer Rundfunk gesagt, das Leben hat keinen Sinn, deshalb ist es so schön. Und das klingt ganz anders als bei Frankl. Ne? Frankl, wie gesagt, würde sagen, schön wird das Leben in dem Moment, wo du erkennst, dass du es bist, der ihm einen Sinn geben muss. Und wenn du diesen Sinn gefunden hast, die du deinem Leben geben willst. Zum Beispiel, indem du etwas erschaffst. Du hast eine Sache, für die es sich lohnt zu kämpfen. Beispielsweise, du kämpfst gegen die Ungerechtigkeiten der Welt. Oder ist jetzt ein polarisierendes Beispiel Ukraine-Krieg. Als Putin einmarschierte in die Ukraine, zum Beispiel hätte der Zelensky, wie viele andere Ukrainer, seine Sachen packen können und er hätte in die Bahamas fliehen können. Und er hätte wahrscheinlich ein sehr viel einfacheres und in Anführungszeichen glücklicheres Leben haben können. Aber aus irgendeinem Grunde entschied er sich zu kämpfen. Warum, weiß nur er selber. Ne? Ich könnte mir vorstellen, zum einen, er hätte sich, wenn er geflohen wäre, nicht morgens im Spiegel ansehen können. Oder mit Frankls Worten, er hatte einen Sinn gefunden. Ne? Für die Ukraine zu kämpfen, hat seinem Leben einen Sinn gegeben. Und wenn man den Typen sieht, die letzten 2,5 Jahre lang, man spürt auch, der brennt. Ne? Da ist etwas in dem, was brennt. Und hier beginnt aber auch schon das Problem. Wenn man etwas hat, für das man auch sterben würde. Man hat etwas, einen Sinn im Leben gefunden, der wichtiger ist als das Leben selbst. Ein Problem ist, man ist dann unter Umständen auch bereit, andere dafür zu opfern. Nicht nur das eigene Leben zu opfern, sondern man opfert auch andere für dieses Höhere.
Ein anderes Problem, und das ist für mich fast noch wichtiger, ne? Du hast ein Ziel, zum Beispiel einen Krieg zu gewinnen oder Ungerechtigkeit in der Welt zu beseitigen. Das Problem ist jetzt, dass unter Umständen unbewusst, zumindest unbewusst, du das Ziel gar nicht mehr erreichen willst, denn du weißt ja, wenn du den Krieg gewonnen hast oder wenn die Ungerechtigkeit beseitigt ist, gegen die du kämpfst, dann hast du ja das Ziel nicht mehr. Plötzlich fragst du dich wieder, ja, und was mache ich jetzt? Ist so ein bisschen so wie ein Manager, der bis zum 65. Lebensjahr für die Firma gelebt hat und plötzlich geht er in Ruhestand, hat viel Geld, er kann reisen, er kann sich vergnügen, aber er fragt sich, ja warum? Welchen Sinn hat das Ganze? Ne? Ich kenne den Zelensky nicht so genau, ne? Aber es könnte auch so ein bisschen mitspielen, dass man manchmal das Gefühl hat, der will eigentlich gar keinen Frieden, schon gar nicht zu Bedingungen, zu nicht optimalen Bedingungen, denn dann plötzlich müsste er sich ja fragen, was mache ich jetzt? Oder manchmal Leute, die für Gerechtigkeit kämpfen, die viel getan haben, um zum Beispiel einer diskriminierten Bevölkerungsgruppe zu helfen. Wenn diese Diskriminierung sich schon fast aufgelöst hat, manchmal hat man das Gefühl, dass die Leute dann plötzlich immer noch versuchen, so ein bisschen das Ganze am Laufen zu halten. Es werden plötzlich immer noch irgendwo Diskriminierte entdeckt, denn sonst hätte das Leben ja keinen Sinn mehr. Und das bedeutet leider, es geht einem dann gar nicht mehr um das Vaterland oder um die Diskriminierten, um die Gerechtigkeit. Es geht einfach nur noch irgendwie diesen Sinn, den man glaubte im Leben gefunden zu haben, zu verhindern, dass er sich auflöst. Das ist ein Grund, weshalb ich sage, vielleicht braucht man ja gar keinen Sinn. Oder Erfahrungen sammeln kann dem Leben auch einen Sinn geben. Du möchtest zum Beispiel einmal im Leben den Mount Everest bestiegen haben. Oder in den 90ern, da gab es diese Punkband Bates hießen die. Und einer ihrer Lieder, der heißt Lips of Jane Mansfield. Und es geht da um jemanden, der einmal im Leben die Lippen dieser amerikanischen Schauspielerin Jane Mansfield geküsst haben will. Wenigstens einmal im Leben will ich sie geküsst haben. Und wenn man das wirklich glaubt, ne, das gibt dem Leben einen Sinn. Ich lebe, damit ich irgendwann mal die Jane Mansfield treffe und sie küssen kann. Ne? Und das Problem natürlich, Jane Mansfield, ich musste sie selbst erst mal googeln, ich wusste gar nicht, wer das ist, ne? Aber sie ist schon lange tot. Vor 60 Jahren oder so ist die gestorben. Das heißt, das Ziel ist unerreichbar. Aber angenommen, ich würde mir das Ziel setzen, ich möchte wenigstens einmal im Leben Madonna geküsst haben. Und angenommen, die Madonna guckt jetzt gerade zu und sie sagt sich, okay, wenn das alles ist, dann will ich gerne mal den Mucho mit meinem Kuss beehren. Und was mache ich danach? Ne? Das Problem mit Sinn in diesem Sinn ist, sobald du das erreicht hast, was deinem Leben einen Sinn zu schenken schien, plötzlich hat dein Leben keinen Sinn mehr. Deshalb gibt es viele Leute, die sagen, wichtiger als Ziele sind, eine Richtung zu haben. Zum Beispiel sagt der Uchiyama Roshi, es geht bei der Praxis nicht darum, zum Buddha zu werden. Buddha ist nicht unser Ziel, sondern unsere Richtung. Ein Bodhisattva ist ein Mensch in der Irre, der eine Richtung hat. Und die Richtung ist Buddha. Aber Buddha ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, in diesem Leben zum Buddha zu werden, sondern es ist die Richtung. Und du wirst dieses Ziel nie erreichen. Aber die Richtung kann deinem Leben einen Sinn geben. Das heißt, wenn es dir darum geht, den Mount Everest zu besteigen, sobald du ihn bestiegen hast, was machst du mit deinem Leben? Wenn es dir aber Spaß macht, sozusagen Berge zu besteigen, das ist die Richtung in deinem Leben. Ich will Berge besteigen.
Das kann deinem Leben unter Umständen einen Sinn geben. Und was ich persönlich am coolsten finde, ist diese dritte Art, von der Frankl spricht, nämlich auch Leiden kann deinem Leben einen Sinn geben, wenn du es mit der Einstellung tust, ich nehme mein Kreuz auf mich. Und dann gibt es jetzt wahrscheinlich bestimmt wieder Zuschauer, die sagen, warum ist der Muro und vielleicht auch der Frankl so leidensfixiert? Man kann doch auch seinem Leben Sinn geben durch Freude. Man kann es doch genießen. Und dazu würde ich sagen, natürlich kann man das und das bestreitet auch keiner. Aber wenn du deinem Leben nur durch das Genießen und das Erleben der freudigen Seiten des Lebens einen Sinn gibst, dann beschränkst du das. Ne? Und was machst du, wenn du bettlägerig bist? Du hast vielleicht nur noch ein paar Wochen zu leben und du hast nur noch Schmerzen. Frankl würde sagen, und da stimme ich ihm zu, selbst dann kannst du deinem dein Leben einen Sinn geben, indem du dir sagst, nur ich und ich allein kann diese Schmerzen jetzt voll auskosten. Das sind meine Schmerzen, das ist mein Kreuz, das ich auf mich nehme. Diese Schmerzen sind auch ein Weg für mich, vollkommen von mir loszulassen. Natürlich müssen wir jetzt nicht mit Gewalt uns kasteien. Wir müssen nicht an jedem Tag, scheint die Sonne, es ist ein schöner Tag, irgendwie mit Gewalt noch nach Leidensmöglichkeiten suchen. Irgendwie muss ich ja auch noch leiden. Ne? Nein, um Gottes Willen. Aber selbst Leiden kann deinem Leben einen Sinn geben. Und jetzt noch ein viertes Zitat, das ich mit euch teilen wollte. Da geht es um das Spiel. Und diese Metapher, die verwende ich ja immer wieder. Und zwar sagt der Viktor Frankl, die Spielregeln des Lebens verlangen von uns nicht, dass wir um jeden Preis siegen, wohl aber, dass wir den Kampf niemals aufgeben. Was die erste Hälfte dieses Satzes angeht, da würde ich dem Frankl 100% zustimmen. Er spricht mir aus der Seele. Und das sagt ja auch der Savaki immer. Ne? Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Es geht nicht um Profite machen. Und deshalb sagt ja auch der Savaki, und ich wiederhole das immer wieder, Sazen ist gut für nichts. Du musst noch nicht mal Erleuchtung finden. Es geht nur darum, niemals den Kampf aufzugeben. Und hier habe ich wieder das Gefühl, dass der Frankl so ein bisschen zu viel Druck macht. Natürlich fühlt sich das Leben manchmal an wie ein Kampf. Und wenn man im Konzentrationslager war, wie der Frankl, dann weiß man, wovon man spricht. Das kann man nicht vergleichen, aber in dem Rowohlt-Buch und auch in diesem Buch, der Mond leuchtet in jeder Pfütze, da habe ich ja auch über meine Erfahrungen in einem Rinzai-Kloster in Kyoto gesprochen, die hart waren. Ne? Das war kein Zuckerschlecken. Und ich hätte jederzeit über die Mauer klettern können. Aber es hat mir viel geholfen, nicht aufzugeben und das einfach anzunehmen, da durchzugehen. Ne? Insofern ja, nicht den Kampf aufgeben, auch gut, ne? Auch schön. Aber ich habe das Gefühl, dass der Frankl da so ein bisschen, ich habe gesagt, zu viel Druck macht. Oder ich könnte mir vorstellen, dass viele junge Leute heutzutage, so in den 20er, 30ern, Frankl kennen über Jordan Peterson. Jordan Peterson ist wahrscheinlich in Amerika sehr viel bekannter als in Deutschland, aber auch in Deutschland. Da gab es mal so einen Ratgeber, 12 Wege, das Leben zu leben oder was auch immer. Ne? Räum dein Zimmer auf, steh gerade. Ne? Und dieser Jordan Peterson, der vor 10 Jahren sehr populär war und inzwischen wahrscheinlich immer noch populär ist, ne? Der hat auch gerne den Frankl zitiert. Und das ist eben so ein Typ, das Leben ist ein Kampf. Du darfst nicht aufgeben. Ne?
Ich persönlich mag da lieber, was der Savaki sagt, nämlich Feuerpause. Feuerpause. Ne? Es geht nicht um Gewinnen und Verlieren. Es ist aber auch kein endloser Kampf gegen sich selbst oder gegen die Welt oder was auch immer, sondern du darfst aufgeben. Und du brauchst noch nicht mal den Sinn. Das heißt, ich mag den Frankl, er hat mir viel gegeben, aber wenn ich sage, das Leben hat keinen Sinn, deshalb ist es so schön, versuche ich noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nein, du musst dem Leben nicht durch Schöpferisches irgendwas, was weiß ich, eine Änderung in der Welt machen, einen Krieg gewinnen, die Ungerechtigkeit besiegen. Du musst nicht auf diese Weise deinem Leben einen Sinn geben. Darfst du natürlich, du darfst, ne? Aber es ist kein Muss. Du musst auch nicht die ganze Welt umreist haben, jeden Berg bestiegen haben, jedes Buch gelesen haben, jedes Video hier auf YouTube vom Muho gesehen haben. Ne? Wenn es deinem Leben einen Sinn gibt, schön, aber auch das ist kein Muss. Und du musst auch nicht das Leiden als einen Kampf verstehen, den man nicht aufgeben darf, sondern du darfst aufgeben. Ne? Du darfst das Leben total verlieren, du musst noch nicht mal kämpfen. Feuerpause. Das Leben hat keinen Sinn. Du darfst einfach nur leben, einfach nur da sein. So fühle ich mich heute. Ne? Frankl hätte das wahrscheinlich so nicht gesagt. Und wie gesagt, ich glaube, man kann viel von ihm lernen. Deshalb verstehe ich auch, dass er so oft immer wieder auch in der Kommentarspalte zitiert wird. Aber ich stehe dazu. Ne? Ich stehe noch immer dazu. Das Leben hat keinen Sinn. Und eben deshalb ist es so schön. Es steht natürlich jedem frei, seinem Leben noch einen Sinn zu geben. Tut es, ne? Aber wenn ihr diesen Sinn dann gefunden habt, verzweifelt nicht daran. Ne? Verzweifelt nicht daran. Ne? Oder wenn ihr eine Richtung gefunden habt, ne? Es geht euch nicht um ein Ziel, sondern das ist meine Richtung, die meinem Leben Sinn verleiht. Fixiert euch nicht auf diese Richtung. Wie ihr wisst, mein Name Muho bedeutet keine Richtung. Seid offen in alle Richtungen. Ne? Sein Leben auf Buddha zu richten, bedeutet nicht, nein, es muss der Buddha sein, es darf nicht der christliche Gott sein, es dürfen auch nicht die hinduistischen Gottheiten sein, ne? Sondern, wie Rinzai sagen würde, wenn du den Buddha triffst, töte den Buddha. Häng nicht an dieser einen Richtung. Das Leben hat keinen Sinn, das Leben hat keine Richtung. Und deshalb ist es so schön. Deshalb ist es so schön. Denn du kannst offen sein in alle Richtungen. Okay, so viel zu Viktor Frankl und meine Meinung zu der Frage, ob das Leben einen Sinn hat oder nicht. Danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.